yesterday we briefly saw the essential practices we need to have to begin our study of Vedanta. Gestern haben wir uns einen groben Überblick darüber verschafft, was wir brauchen, als Vorbereitung brauchen, um die Praxis des Vedantas ausführen zu können. Today we will try to take a brief look at Vedanta practice. Und heute werden wir uns die Praxis, die Ausübung des Vedantas angucken. Swami Vivekananda once said that an ounce of practice is worth tons of theory. Was ist eine Ounce? Okay. Swami Vivekananda sagte einmal, dass eine Unze von Übung so viel wert ist wie 1000 tons of practice. Wie eine Theories. genau, wie eine Tonne Theorie. Yeah, the idea is even a little bit of practice is worth a lot of theory. Und genauso ist es, dass ein bisschen Übung genauso viel wert ist wie eine Menge Theorie. Ultimately, what we want spiritual life to do for us is not simply that we should know a lot, but that it should change our life for the better. Denn letztendlich das, was wir vom spirituellen Leben wollen, ist nicht das, dass wir viel wissen, sondern dass unser Leben ins Positive verändert. What makes the difference is not how many books we have read, but how much our heart has become clearer and purer. Und entscheidend ist dabei nicht, wie viele Bücher wir gelesen haben, sondern dass unser Herz dabei immer reiner und reiner wird. As we saw yesterday, after we have prepared ourselves for the practice, the next thing to do is to actually begin the practice. Und gestern haben wir gesehen, dass der erste Schritt, nachdem wir uns gut vorbereitet haben, der nächste Schritt ist dann die Übung, die Ausübung anzufangen, zu beginnen. One good thing about Vedanta is that there is not just one universal practice for everyone. Und das Gute am Vedanta ist, dass es nicht einen Weg für alle gibt. Vedanta recognizes that although we share a lot in common, as human beings, every one of us is also very distinct, very special. Und Vedanta erkennt an, dass, obwohl wir alle menschliche Wesen sind, doch jeder auf seine eigene Art und Weise besonders und anders ist. Every one of us has our own way of understanding ourselves, understanding the world, and understanding the ultimate reality. Und jeder von uns hat eine andere Art und Weise, sich selbst zu verstehen, die Welt zu verstehen und die große Wahrheit. Therefore, Vedanta has enough options available for people of different interests and different understandings. Und für diese Menschen mit verschiedenen Interessen und mit unterschiedlichem Verständnis liefert Vedanta dann verschiedene Wege. That is why, even though Vedanta is thousands of years old, it still is found relevant by people everywhere, east or west, irrespective of gender, race, culture, or religion. Und das ist auch der Grund, warum Vedanta trotz des großen Alters, also schon mehrere tausend Jahre alt, auch heutzutage noch als sehr relevant empfunden wird, unabhängig von der Nationalität oder den Ursprüngen, wo man herkommt. So what I hope to do in the next few minutes is not go to any specific practice, but to share with you the general principles involved in Vedanta practice. Und jetzt möchte ich nicht auf einen spezifischen Weg eingehen, sondern mit euch teilen die generellen Prinzipien, die es beim Praktizieren des Vedantas gibt. As for the specific practice for each of us, the best source is one's own teacher.
Und wenn es darum geht, welche Übung am besten für uns ist, da ist die beste Quelle unser eigener Lehrer. A teacher best understands which practice will help us progress quickly. Denn unser Lehrer wird am besten verstehen, welche Übung uns helfen wird, am schnellsten Fortschritte zu machen. Basically, Vedanta has a threefold approach to practice. Im Grundgerüst besteht die Übung des Vedantas aus 3 Teilen. The first practice is simply called hearing. Und die erste Übung oder der erste Teil davon heißt einfach hören. Because Vedanta is so old, in ancient times, the only way to know about the truth was to hear it from one's own teacher. Und weil das Vedanta schon so alt ist, ist der einzige Weg, um herauszufinden, was die Wahrheit ist zuzuhören, was der Lehrer sagt. That time, in those thousands of years ago, there were no books to read, no schools to go to. Damals, vor tausenden von Jahren, gab es keine Bücher, die man lesen konnte oder Schulen, zu denen man hingehen konnte. And therefore, the practice was called hearing. Und aus diesem Grund nennt man diesen Teil der Übung Hören. Luckily for us, today, we have many different ways of hearing that truth. Und zum Glück haben wir heutzutage die Möglichkeit, die Wahrheit auf viele verschiedene Wege zu hören. We can hear it from our teacher, or we can read about it from the books. Wir können unserem Lehrer zuhören oder wir können Bücher darüber lesen. Sometimes you can listen to a Zoom talk by somebody who is in a different continent altogether. Manchmal ist es sogar möglich, bei einer Zoom-Konferenz zuzuhören, jemanden sprechen, der auf einem anderen Kontinenten gerade sitzt. You can listen to podcasts and you can join group discussions or retreats like the one you are having now. Man kann Podcasts hören oder bei Diskussionen oder Seminaren teilnehmen. So in many different ways, we have an opportunity to hear about this highest reality. Und so gibt es viele Möglichkeiten, wie wir über diese höchste Wahrheit hören können oder zuhören können. And Vedanta has one very radical insight for all of us. Und da hat Vedanta einen sehr radikalen Einblick für uns alle. Every one of us wants to be happy and we do not want any suffering in our life. Jeder von uns möchte zufrieden sein und glücklich sein und kein Leid fühlen in unserem Leben. And what Vedanta points out is that all the happiness is already in our heart. Und das, was Vedanta sagt, ist, dass all diese Zufriedenheit schon in unserem Herzen existiert. Although we see this world filled with people, animals, things, hundreds of things, but Vedanta says in reality, everything is just one. Und obwohl wir in dieser Welt viele Dinge sehen, Tiere, Menschen, Dinge, sagt Vedanta, dass das alles nur eine Sache ist, ein einziges. So when we get to hear this truth from any of the sources, our mind begins to think. Und wenn wir jetzt diese Wahrheit aus irgendeiner Quelle hören, dann beginnt unser Geist zu denken. If our preparation for Vedanta has been perfect, then as soon as we hear the truth, we know the truth. Und wenn unsere Vorbereitung gut war, dann werden wir die Wahrheit sofort verstehen, wenn wir sie hören. It's simple as if I don't know something and somebody tells me about it, I at once then know the answer. Es ist so einfach, wie wenn mir jemand etwas sagt, was ich vorher nicht wusste, dann werde ich es wissen. So right now, every one of us feels
I am this poor little human being, mortal, weak. And Vedanta says, no, you are not this small human being. You are in fact a divine being. Und jeder von uns fühlt sich jetzt wie dieses kleine, sterbliche, schwache Wesen. Und jetzt kommt Vedanta und sagt, nein, das bist du nicht, du bist unsterblich. But oftentimes we find, even after our teacher tells us you are divine, you are infinite, even after the books tell us you are infinite, you are divine, we still don't feel we are divine. We don't feel we are infinite. Und oft ergeht es uns so, dass, obwohl wir hören, dass uns Lehrer daran erinnern, dass wir unsterblich und göttlich sind und wir es auch in Büchern immer wieder lesen, dass wir es trotzdem nicht so empfinden können. Because the mind starts asking questions. Weil unser Geist anfängt, Fragen zu stellen. Because I'm so small. How can I be infinite? Ich bin doch so klein, wie kann ich dann unendlich sein? I was born some years ago. I will die after some years. How can I be birthless and deathless? Ich wurde doch mal geboren, wie kann ich denn dann nicht sterben? Wie kann ich geburtlos und todlos sein? And so therefore, our present experience contradicts what the Vedanta initially tells us. Unser tägliches Erleben, was wir erfahren, widerspricht dem, was uns Vedanta sagt. What that means is that only the practice of hearing is not enough for us. Und was uns das lehrt, ist, dass diese Übung des Hörens nicht der einzige Weg sein kann. So in order to remove these doubts from the mind, we need to have a practice of deep thinking or a deep reflection. Und um diesen Zweifel loszuwerden, müssen wir außerdem tief nachdenken und tief reflektieren können. When we begin to think deeply about this, one by one, our doubts tend to get resolved. Wenn wir tief darüber nachdenken, dann werden nach und nach alle unsere Zweifel verschwinden. Ability to think deeply about anything is an important asset in Vedanta practice. Tief über Dinge nachzudenken ist eine sehr wichtige Übung im Vedanta. In some cases, as a result of deep thinking, a person's doubts are removed and that person becomes enlightened. In manchen Fällen führt dieses tiefe Nachdenken dazu, dass die Zweifel komplett verschwinden und eine Person aus dem Grund dann erleuchtet. The ability to think deeply can come only through a strong willpower. Und die Fähigkeit, tief über Dinge nachzudenken, kann man nur erlangen, wenn man eine starke Willenskraft hat. All of us think, but all of us do not think systematically. Alle von uns denken, aber nicht alle von uns denken strukturiert. All of us also have a lot of ideas in the mind, Wir haben auch alle viele Vorstellungen in unserem Kopf. but all those ideas are not connected in a disciplined way inside our head. Aber alle diese Vorstellungen mögen vielleicht nicht auf eine disziplinierte Art und Weise miteinander verknüpft sein. So having too many ideas which are not connected can be a problem. Und diese Vorstellungen, die nicht miteinander verknüpft sind, die können zu einem Problem werden. It's like having too many things in my room and are just not kept in a proper place. I will not be able to find any of them. Das ist vergleichbar mit seinem Zimmer. Wenn man da zu viel rumliegen hat, ohne die Sachen ordentlich weggeräumt zu haben, dann wird man die Sachen nicht so einfach wiederfinden. Just as when we clean our room,
and put everything in its right place, we feel happy. Und genauso wie wir uns zufrieden fühlen, wenn wir dann unser Zimmer aufräumen und alles an seinen rechtmäßigen Platz bringen. Exactly in the same way, when all the different ideas that we have in our mind, if they are all kept in a proper place and in a disciplined way, it brings us a great happiness. Auf die gleiche Weise werden wir uns fühlen, wenn wir all unsere Vorstellungen ordentlich an ihren rechtmäßigen Platz bringen, dann werden wir uns auch sehr zufrieden fühlen. A second quality which is helpful for deep thinking is a strong moral life. Und eine weitere Sache, die uns hilft, tief nachzudenken, ist ein moralisches Leben. By moral life, I mean being truthful, being honest, being loving, being kind, being unselfish. Und bei moralisches Leben meine ich, dass man ehrlich ist, liebevoll, nett, freundlich. Und selbstlos. Selbstlos. As they say in Vedanta, a person who lives according to dharma has this great ability then to think deeply. Und genauso sagt man auch im Vedanta, dass eine Person, die nach dem Dharma lebt, dass sie diese Fähigkeit gewinnt, tief nachzudenken. Then we can take up one idea and think deeply about it. Dann werden wir in der Lage sein, eine Vorstellung aufzunehmen und tiefgründig darüber nachzudenken. Many of us have difficulty holding on to only one idea. The mind just keeps jumping from one idea to another to another. It's a big confusion. Und vielen von uns wird es schwerfallen, an einem Gedanken festzuhalten, sondern es wird ein Gedanke nach dem nächsten auftauchen und es gibt eine große Verwirrung. We can see that sometimes when we are having conversation over a cup of coffee, how hundreds of topics are discussed and no conclusion is ever reached. Und das können wir auch beobachten bei einer Tasse Tee oder Kaffee, dass hunderte von Themen angesprochen werden und dabei aber keine richtige Schlussfolgerung gefunden wird. So even when a group of devotees or friends meet, if they can raise one topic and share their ideas and hold on to that one subject, at the end of that conversation, a lot more knowledge can be gained by all. Und schon wenn eine Gruppe von Devotees oder Anhängern sich trifft und über ein Thema spricht und jeder bringt seine Ideen ein, dann wird dabei viel mehr rauskommen. And that is what a devotee does. When you read something or hear something, it does not make sense, then they think deeply about that idea. Und genauso ist es, wenn man dann über etwas hört oder was liest. Das macht alles keinen Sinn, wenn man darüber im Anschluss nicht nachdenkt. Sometimes, even after the doubts are resolved, a different kind of problem can come up. Und manchmal ist es so, dass nach längerer Zeit dann doch wieder Zweifel aufkommen. For instance, a person can feel, intellectually, I understand I'm not the body, not the mind, I'm the Atma, I'm the self, but I'm not experiencing that right now. Beispielsweise mag jemand fühlen oder rational verstehen, ich bin nicht mein Körper, ich bin mein Selbst, ich bin mein Atman und trotzdem wird man es anders fühlen. Intellectually and emotionally, I might understand and feel I'm divine, I'm a child of God, but that's not how I feel every moment of my life. Rational und vielleicht auch mit emotional wird man fühlen, dass man göttlich ist, aber im alltäglichen Leben wird man trotzdem wieder andere Erfahrungen machen. Then the teachers say,
in addition to reflection, you must then do meditation as well. Und dann sagt der Lehrer, zusätzlich zu dem tiefen Nachdenken muss man dann noch meditieren üben. And a deep practice of meditation will help remove that, what is called the contrary experience in the heart. Und diese Meditation wird dann dabei helfen, diese sogenannte widersprüchliche Erfahrung im Herzen loszuwerden. So these are the three basic practices in Vedanta: hearing, reflection, meditation. Und das sind die drei grundlegenden Übungen im Vedanta, und zwar Zuhören, Reflektieren und zum Schluss noch die Meditation. For a student who is ready, who is completely perfected in the preparation, simply hearing is enough. Und für einen Schüler, der perfekt vorbereitet ist, für ihn reicht die Übung des Zuhörens. For the next category of students, they need to do hearing as well as reflection. Und die nächste Sorte an Schüler, die braucht sowohl das Zuhören als auch die Reflexion. And if the problem is still not solved, then they must do hearing, reflection, and meditation. Und wenn das Problem dann immer noch nicht gelöst ist, dann braucht man Zuhören, Reflexion und Meditation. And they should keep on doing it until they become the Buddha, the enlightened one. Und das soll man dann so lange durchführen, bis man zum Buddha, dem Erleuchteten, wird. So this reflection and meditation can be done in many different ways. Und diese Reflexion und die Meditation können auf viele verschiedene Arten geschehen. For both of these practices, reflection and meditation, our primary instrument is the mind. Und für beide dieser Übungen, der Reflexion und der Meditation, ist der Geist unser Instrument. And the mind has three distinct functions. Und unser Geist hat drei verschiedene Funktionen. The one aspect of the mind or one function of the mind is that which deals with feelings and emotions. Und der eine Teil unseres Geistes ist dieser, der mit den Emotionen und den Gefühlen sich beschäftigt. Both feelings and emotions are a great power. Beide Gefühle und Emotionen sind eine große Kraft. The second function of the mind is the ability to use reasoning and logic. Und der zweite Teil unseres Geistes ist die Fähigkeit, Rationalität und Wissen zu verwenden. And so, just as there is the power of feelings, there is the power of reasoning as well. Und genauso wie es die Kraft der Emotionen gibt, gibt es auch die Kraft der Vernunft. And a third power that the mind has is the power of the will or the willpower. Und der dritte Teil, aus dem der Geist besteht, ist die Kraft des Willens oder die Willenskraft. So quickly, three powers in the mind. One, feelings and emotions. Two, reasoning and logic. Third, the power of the will. Und also nochmal zusammengefasst, besteht der Geist aus diesen drei Aspekten: Gefühle und Emotionen, Vernunft und Logik und die Willenskraft. So when we use the mind for reflection and meditation, we are using these existing powers in the mind. Und wenn wir jetzt reflektieren oder meditieren wollen, dann werden wir diese Fähigkeiten des Geistes verwenden. So some of the practices may use one of these powers more than the other. Und diese Übungen werden nicht alle gleich verwenden, sondern vielleicht eine mehr als die anderen.
So all the spiritual practices which predominantly use the power of emotions and feelings are called a part of Bhakti Yoga. Und all diese Übungen, die hauptsächlich Gefühle und Emotionen verwenden, die fassen wir zusammen unter dem Begriff Bhakti Yoga. So the power of the practice of devotion or the yoga of devotion is not just one practice. It simply means all practices which predominantly use the power of feelings and emotions. Und dieser Yoga der Verehrung ist nicht eine einzige Übung, die man ausführen kann, sondern es ist die Summe aus allen Übungen, die vor allem diesen Teil des Geistes verwenden. Similarly, the practices that predominantly use the power of reasoning and logic come under the yoga of knowledge or Jnana Yoga. Und ähnlich ist es mit allen Übungen, die vor allem die Vernunft und die Logik verwenden. Die fassen wir dann zusammen unter dem Begriff Jnana Yoga. The third power, the power of the will, when the practices that use the willpower in the external world through the work that we do comes under Karma Yoga. Und alle Übungen, die unsere Willenskraft verwenden in der äußeren Welt, die fassen wir zusammen unterm Karma Yoga. And the same power of the will, when used in the internal world to deal with the functioning of the mind, is called Raja Yoga. Und diese Willenskraft, wenn sie nach innen gerichtet ist und mit dem Geist sich beschäftigt, dann nennen wir das Raja Yoga. Now it must be remembered that everything that we do in life, we are really using all of these powers. Und wir müssen uns daran erinnern, dass egal was wir machen in unserem Leben, wir verwenden alle diese Kräfte. But we find that in some people, one or the other of these powers may be more dominant. Aber wir werden sehen, dass in verschiedenen Menschen unterschiedliche dieser Kräfte dominieren werden. And that is how we see people are different. Some are more emotional, some are more logical, some have a strong willpower, because these powers are different, way different extent they are manifested in their minds. Und das ist dann auch das, wo wir uns Menschen unterscheiden. Manche von uns werden eher emotional veranlagt sein oder rational oder eine starke Willenskraft haben. Und es hängt dann immer davon ab, wie stark welche Kraft davon sich in unserem Geist manifestiert. But it also must be kept in mind that Bhakti Yoga, for instance, does not mean only emotions and feelings, that other powers are also used in Bhakti Yoga. Aber wir sollten uns trotzdem bewusst sein, dass Bhakti Yoga nicht nur Emotionen bedeutet, sondern dass wir auch andere Aspekte dabei verwenden. No one can say that people who are devotees do not have any idea of logic or reasoning. Niemand kann sagen, dass Personen, die das Bhakti ausüben, dass sie keine Vernunft haben. We also need a strong willpower even for Bhakti Yoga. Wir brauchen auch eine starke Willenskraft, wenn wir Bhakti Yoga ausüben. It just means that the power of feeling and emotions is the strongest in that yoga, while the other powers are not that strong. Das Einzige, was es besagt, ist, dass die Kraft der Emotionen und Gefühle am stärksten ist, aber die anderen doch auch da sind. And that is why we will have seen in our lives, when we read about these different yogas, we may not be attracted to all the yogas equally. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir in unserem eigenen Leben beobachten können, wenn wir über die verschiedenen Yoga-Wege lesen,
dass uns nicht alle gleichermaßen ansprechen. And it is not necessary that we should love all the yogas equally. Und es ist auch nicht notwendig, dass wir alle Yoga-Wege auf gleiche Weise lieben. But it is good to read about them, know about them, and see where we are attracted in a natural way. Und es ist trotzdem gut, über sie zu lesen und zu wissen und auch zu wissen, wie sie uns ansprechen. Swami Vivekananda said that the practice of even any one yoga can give us that highest enlightenment. Und Swami Vivekananda sagte, dass die Anziehung zu einem dieser vier Wege ausreicht, um das höchste Ziel im Leben zu erreichen. But he also said it is beneficial if we try to cultivate all the yogas as much as it is possible. Aber er sagte auch, dass es von Vorteil ist, wenn wir alle der vier Wege pflegen und anwenden, um unser Ziel zu erreichen. One of the helpful tips that he gave is that whatever we are doing at the moment, we should believe that that practice itself will give us the highest. Und ein Tipp, den er uns mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass was auch immer wir jetzt gerade am Machen sind, das ist immer das Wichtigste. So if I am trying to help someone in an unselfish way, at that moment, I should believe that that practice itself can give me the highest. Beispielsweise, wenn ich jemandem helfen möchte auf eine selbstlose Art, dann soll ich in diesem Moment denken, dass das die höchste Aufgabe ist. Similarly, when I sit to do my japa or meditation, at that moment, I should feel that that practice itself will give me the highest. Und genauso soll ich, wenn ich mich hinsetze, um zu meditieren oder Japa zu machen, soll ich genauso fühlen, dass das jetzt das Wichtigste ist, was es gibt. In this way, if we can give our whole self to every activity we are engaged in, that Swamiji said is the secret of harmonious development. Und auf diese Weise, wenn wir in der Lage sind, uns der Aufgabe, die wir gerade ausführen, komplett hinzugeben, das ist dann der Weg zu einer harmonischen Entwicklung. And that is why, as I said in the beginning, ultimately, which specific practice is best for us is best learned from a teacher. Und das ist auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, welche Übung letzten Endes die beste für uns ist, das kann uns nur unser Lehrer oder unser Lehrer am besten sagen. Luckily for us, there are a lot of books available, but we cannot become spiritual only from books. Und zu unserem großen Glück gibt es viele Bücher über diese Themen, doch wir werden nicht nur, diese Bücher werden nicht ausreichen. Books give general principles, but a teacher can specifically say, for me as a person, this particular practice will be very helpful. Ein Lehrer kann uns eine ganze Reihe, ein Buch gibt uns eine ganze Reihe von Disziplinen, die wir üben können. Doch ein Lehrer, der kann uns dann genau sagen, welche für uns hilfreich sind. There's one story that I would like to share with you about how to think in a straightforward way. Und es gibt da eine Geschichte, die ich jetzt gerne mit euch teilen würde. Und die handelt davon, wie man auf strukturiert denken kann. It's a favorite story of mine, and I have told it many times.
Und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten und ich habe sie auch schon sehr oft erzählt. I'm probably sure many of you may have heard it, but I'm still going to tell it. Und ich bin mir auch sicher, dass einige von euch sie schon oft gehört haben, aber ich werde sie euch trotzdem erzählen. So this is the story about one young man who got up one morning and the newspaper had arrived and he simply tore it to pieces. Und die Geschichte handelt von einem jungen Mann, der morgens aufwacht. Die Zeitung ist schon angekommen und er zerreißt sie einfach in Stücke. And everyone in the family thought that he must have been upset by some news in that paper. Und jeder in der Familie vermutete dann, dass er durch irgendeine der Neuigkeiten in der Zeitung erschrocken war oder ja. But then they got worried when they saw that he started tearing all the papers at home. Doch dann machten sie sich Sorgen, als sie beobachteten, wie dieser Mann alle Zeitschriften in diesem Haus zerriss. Wherever he saw books, notices, whatever he saw, he was tearing it to pieces. Und er zerriss Bücher und Notizen, was auch immer ihm in den Weg kam, zerriss er. Naturally, the family got very worried at this very strange behavior. Und natürlich wurde die Familie sehr besorgt über diese seltsame Verhaltensweise. So they took him to a doctor for testing. Und dann brachten sie ihn zu einem Arzt, um das überprüfen zu lassen. So the doctor did many tests, gave him medication, but it did not help. Und der Arzt machte verschiedene Tests und gab ihm auch Medikamente, doch das half nichts. Then they tried taking him to other specialists. Und dann versuchte die Familie, den jungen Mann zu anderen Spezialisten zu bringen. So they did very extensive tests. They gave him homeopathy medicine, allopathy, all the systems of medicine they tried, but it did not solve the problem. Und es wurde wirklich alles versucht, verschiedene Schulen von Medizin, Homöopathie, doch all das half nichts. And so finally, they just locked him up in a room in which there was no paper. Und dann zum Schluss blieb ihm nichts anderes übrig, als den jungen Mann in einem Raum einzuschließen, in dem es nichts wie Papier gab. One friend visited them after a few days and came to know about this strange illness this young man had. Und ein junger Freund kam dann vorbei, um ihn zu besuchen und hörte dann zum ersten Mal von dieser seltsamen Krankheit, die der junge Mann hatte. He told the family that a new doctor had come into the town and he might be able to help. Und dann erzählte er der Familie, dass ein neuer Arzt in die Stadt gezogen war und dass er vielleicht in der Lage sein würde, zu helfen. By this time, the family had almost given up because no treatment had worked so far. Mittlerweile hatte die Familie aber schon fast aufgegeben, da bisher keine Behandlung auf irgendeine Weise geholfen hatte. Anyway, they took this patient to that new doctor's office. Und trotzdem brachten sie den Patienten ins Büro des neuen Arztes. The doctor heard what the illness was. Und der Doktor hörte zu, worum es bei der Krankheit ging. Then he told the family to keep seated and took the patient with him for a short walk. Und dann sagte der Arzt oder bat der Arzt die Familie, sich hinzusetzen und nahm den Patienten mit auf einen Spaziergang. And they walked in the same room from one end of the wall to the other wall. Und sie liefen in dem Raum, innerhalb des Raumes von der einen Wand zu der anderen Wand. Then the doctor whispered something into the ear of the patient.
Und dann flüsterte der Arzt etwas ins Ohr des Patienten. And then he came and told the family, okay, you can take him home now. The problem is solved. Und dann sagte er zur Familie, okay, ihr könnt ihn jetzt heimnehmen. Das Problem ist gelöst. The family was surprised because there were no tests, there was no medications, nothing. Und die Familie war sehr überrascht, denn es gab keine Tests und auch keine Medizin. But to their surprise, they also found that when they reached home, he was cured. He was not tearing paper anymore. Aber zu ihrer Überraschung konnten sie trotzdem beobachten, dass er geheilt war, als sie nach Hause kamen. Er zerriss kein Papier mehr. They were so happy to see that that person had become completely normal again. Und sie waren so überglücklich zu sehen, dass der junge Mann wieder normal war. The next day, they went to the doctor and thanked him profusely for solving the problem. Und am nächsten Tag gingen sie zum Arzt zurück und bedankten sich überschwänglich für das Lösen des Problems. But they were also very curious of how he had managed to cure the patient. Und natürlich waren sie auch sehr neugierig auf die Art und Weise, wie der Arzt den Patienten geheilt hatte. So they asked him, what did you tell him in his ear? We saw that you told him something in the ear. What did you tell him? Und dann fragten sie den Arzt, was haben sie ihm ins Ohr geflüstert? Was haben sie gesagt, das ihn geheilt hat? And the doctor said, I told him, stop tearing papers. Und dann sagte der Arzt, ich habe ihm gesagt, hör auf, die Blätter zu zerreißen. It's very amazing how the solution itself was so simple. Und es ist so beeindruckend, wie die Lösung doch so einfach dann war. No other doctor before him had told him to stop tearing paper. Und keiner der vorherigen Ärzte hatte dem jungen Mann gesagt, dass er aufhören sollte, die Blätter zu zerreißen. They did his blood test, urine test, they did all tests. They gave him medicines and Ja, sie machten Bluttests, Urintests und gaben ihm Medizin. antibiotics. This way of approaching a problem is what Vedanta does. Und das ist auch der Weg, wie Vedanta Probleme angeht. Vedanta asks, what is the problem and what should be the solution? Vedanta fragt, was ist das Problem und wie kann man es lösen? Our present problem is simple, that we are not happy. Unser Problem, unser jetziges Problem ist einfach. Wir sind nicht zufrieden. Yes, there are things that make us happy in life, but there are also things that bring a lot of pain and a lot of suffering. Ja, es gibt Dinge, die uns Freude bringen, aber es gibt auch Dinge, die uns viel Leid und Traurigkeit bringen. There is not a single person in the whole world who can say that I have no pain, no suffering at all. Und es gibt keine einzige Person in dieser Welt, die sagen kann, dass sie keine Schmerzen und auch kein Leid erfährt. A person can be a billionaire, very wealthy, and yet still have suffering in life. Eine Person mag vielleicht ein Milliardär sein und trotzdem Leiden in ihrem Leben erfahren. A person can be very famous and yet have suffering in life. Und eine Person mag vielleicht berühmt sein und trotzdem Leid in ihrem Leben erfahren. We see that neither money nor fame nor anything in life can completely eliminate suffering. Und wir sehen, dass weder Geld noch Ruhm in unserem Leben dieses Leid komplett auslöschen kann. So this is a major problem. Und das ist wirklich ein großes Problem. And it's more than suffering really, because at the end of it,
ultimately there is death, and no one knows what death means or what happens after death. Und es ist mehr als nur ein bisschen Leiden, denn am Ende steht immer der Tod und niemand von uns weiß, was das ist und was es mit uns macht. So how do we solve the problem of suffering and death? Also wie lösen wir das Problem von Leiden und Tod? What Vedanta says is that we can look deeply at this problem. Und Vedanta sagt uns dazu, dass wir das Problem tief ansehen sollen. And when we do that, we make a very remarkable discovery. Und wenn wir das tun, dann werden wir eine bemerkenswerte Beobachtung machen. And that discovery is that pain and suffering and death belong only to the body and the mind. Und diese Beobachtung, die wir dann machen werden, ist, dass dieser Schmerz, das Leiden und auch der Tod nur zu unserem Körper gehört. When I look deeply, I find that the body and the mind are only a covering and not the real me. Und wenn ich genau gucke, dann werde ich sehen, dass unser Körper und Geist eine Hülle sind, aber nicht das wahre Ich. The real me is never in pain, never in suffering, and never dies. Das wahre Ich hat keine Schmerzen und leidet nicht und es wird auch nie sterben. And that is why Vedanta's solution is simple and direct. Und deswegen ist die Lösung des Vedanta einfach und direkt. And Vedanta's answer is this, that every one of us is divine, infinite, and immortal. Und die Antwort des Vedantas ist, dass jeder von uns göttlich, unendlich und unsterblich ist. If this idea raises doubts in the mind or questions in the mind, all that we need to do is deep reflection and deep meditation. Und wenn diese Vorstellung Zweifel in uns aufkommen lässt, dann ist alles, was wir tun müssen, reflektieren und meditieren. And if we continue to follow the guidance of our teacher, one day we will be able to completely overcome our own pain and suffering. Und wenn wir dann der Anleitung unseres Lehrers Folge leisten, dann werden wir erleben, dass wir eines Tages all dieses Leid und Schmerzen hinter uns lassen können. Vedanta books describe that once pain and suffering is removed, the life becomes filled with joy, meaning, and fulfillment. Und die Bücher des Vedantas, die beschreiben, dass sobald man das erfüllt, oder das hinter sich lässt, dieses Leid, dass unser Leben sich mit Freude, Zufriedenheit und Glück füllt. Now, sometimes we wait for this thing to happen miraculously. Und manchmal warten wir darauf, dass das zu uns wie von Zauberhand zu uns kommt. And maybe through God's grace, it will happen suddenly one day. Und es mag auch sein, dass es durch Gottes Gnade zu uns kommen wird eines Tages. But while we are waiting for God's grace, we can try to do something ourselves as well. Aber während wir auf Gottes Gnade warten, können wir auch selber schon mal anfangen und die Sache in die Hand nehmen. And one thing we all can do is to see whether if I can live even for one complete minute, just 1 minute, 60 seconds, without any expectations, just being happy and peaceful. Und eine Sache, die jeder von uns tun kann, ist eine einzige Minute, also 60 Sekunden, einfach nur da sitzen und ohne irgendwelche Erwartungen einfach nur zufrieden zu sein. If I can hold on to that experience even for 1 minute, then there is already great hope in life. Und wenn ich es schaffe, an diesem Gefühl festzuhalten, nur für eine einzige Minute, dann
gibt es schon eine große Quelle für Hoffnung in unserem Leben. If I can do it for a minute, maybe after 6 months, I might be able to hold on to that experience for 2 minutes. Und wenn ich in der Lage bin, das für 1 Minute zu tun, dann schaffe ich es vielleicht in 6 Monaten, das Ganze schon für 2 Minuten zu machen. So in this way, we need to increase our ability to hold on to that experience, make an effort. Even if we fail, that's fine, but keep on making the effort. That's how Vedanta practice will deepen our experience. Und auf diese Art und Weise können wir üben, dieses Gefühl bei uns zu behalten. Und selbst wenn wir dabei vielleicht mal nicht so erfolgreich sein möchten, das ist okay. Es ist einfach nur wichtig, dass wir daran festhalten. So these are some of the thoughts that I wanted to share with you today. Und das sind ein paar der Gedanken, die ich heute gerne mit euch teilen wollte. And all of you there are very lucky, very fortunate to have the guidance and help of Swami Ganeshanandaji. Und jeder von euch hier kann sich sehr glücklich schätzen, dass er Anleitungen von Swami Ganeshanandaji bekommt. Receiving his guidance and help, I pray that all of you make progress in life through the grace of Ramakrishna, Holy Mother, and Swami Vivekananda. Und durch seine Anleitung und Hilfe bete ich, dass jeder von euch durch die Gnade von Sri Ramakrishna, Sharada Devi und Swami Vivekananda das höchste Ziel im Leben erreicht.